Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Er wird flankiert von den beiden FPÖ-Generalsekretären Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker. Das Thema Österreich immer treu, auch nach der Zurücklegung. Die guten Jahre, von denen wir immer gesprochen haben im Wahlkampf, die können nur kommen, wenn sich Grundlegendes ändert. Grundlegendes muss sich ändern. In Sachen Sicherheit, Asyl und Migration, meine Damen und Herren, da müssen neue Wege gegangen werden, weil die alten Wege, die haben zu den desaströsen Ergebnissen geführt, unter denen die österreichische Bevölkerung jeden Tag zu leiden hat. Was sagen Sie dazu? Wie erklären Sie das? Wollten Sie diese Koalition überhaupt? Und Teil 2, was ist denn Ihre mittelfristige Perspektive nun? Sie wollen Neuwahlen? Es braucht ein neues Bekenntnis dazu, dass die österreichische Staatsbürgerschaft ein ganz, ganz hohes Gut ist, aber dass Asyl kein Zugangsweg zu dieser Staatsbürgerschaft und schon gar nicht zu unseren Sozialtöpfen sein kann. Zeitfenster für den Kanzler Kickl schließt sich. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihre mittelfristige? Es braucht eine Veränderung im Sinne eines klaren Bekenntnisses zur Freiheit. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Kampf gegen Zensur, ein Bekenntnis zu mehr direkter Demokratie, zu einem österreichischen Patriotismus und zur Selbstbestimmung, gerade auch im Zusammenhang mit der Europäischen Union und anderen supranationalen Organisationen. Wir sind als Österreich kein Filialbetrieb einer Brüsseler Konzernzentrale. Ab wann glauben Sie, hat es denn diese Parallelverhandlungen der ÖVP gegeben oder wann hatten Sie den Eindruck, dass da irgendwas anderes läuft? Ich habe immer gesagt, dass ein freiheitlicher Kanzler, ein Volkskanzler, und dabei bleibe ich, der Diener, das Werkzeug, das Instrument sein muss, um in den entscheidenden Fragen den Willen der Bevölkerung umzusetzen. Und wenn das in einer Koalition nicht möglich ist, dann ist der Kanzler nichts wert. Den Eindruck, dass da irgendwas anderes läuft. Danke Ihnen. Schönen Abend und eine gute Nacht. Dankeschön. Schönen Abend noch.